Stell dir vor, du startest Staffel 8 von Ninjago und plötzlich sehen Kai, Jay, Cole, Zane und sogar Lloyd einfach anders aus. Neue Gesichter, neue Haare, anderer Vibe. War das ein Upgrade oder ein Fehler? Heute klären wir, warum die Designs geändert wurden, was Fans dazu sagen und was man objektiv daran positiv oder negativ finden kann. Also, was genau wurde geändert? Die größten Änderungen ab Staffel 8 sind neue Haarteile, andere Gesichtsdetails und ein Look, der insgesamt näher an den Stil des Kinofilms rückt. Für viele war das ein kleiner Reboot, obwohl die Story weiterläuft. Zudem ist der Kinofilm eine alternative Geschichte, die nichts mit der Handlung der Serie zu tun hat. Aber naja, der wichtigste Grund ist ziemlich klar. Nach dem Lego Ninjago Movie wollte man den Übergang für neue Zuschauer einfacher machen. In offiziellen Zusammenfassungen wird das so erklärt. Staffel 8 übernimmt die Filmdesign-Richtung, damit Filmfans nicht das Gefühl haben, plötzlich eine komplett andere Welt zu sehen. Kurz gesagt, Marketing und Einsteigerfreundlichkeit. Aber es gibt noch einen zweiten, kreativeren Punkt. Die Wiedererkennbarkeit. Über Designmanager Michael Swain Knapp wird erklärt, dass man Designs aus dem Film in die Serie geholt hat, um den Ninja mehr Individualität zu geben. Und dass vor allem die Hairstyles dabei helfen, sie stärker zu unterscheiden. Das ist auch logisch, wenn Figuren sofort anhand der Silhouette erkennbar sind, funktioniert das visuell einfach besser. Damals waren viele Fans natürlich schockiert und haben sich gefragt, ob das überhaupt noch die gleichen Charaktere sind. Sie dachten so, ist das überhaupt jetzt noch Canon? Und da kam ein klares Signal von Tommy Andreasen. Er hat betont, dass Staffel 8 eine Fortsetzung ist. Er meinte sinngemäß, es gab schon öfter Updates bei Charakteren. Diesmal sind sie eben direkt da, weil Zeit vergangen ist. Und einiges wird in der Serie noch aufgegriffen. Naja, das stimmt nicht so ganz, es wurde mit folgendem Satz erklärt. Reist man in die Vergangenheit und verändert sie, dann ändert sich auch unsere Gegenwart. Wir könnten total anders aussehen und es nicht mal merken. Tun wir aber nicht. Und ja, ich denke, man kann das einfach mal so hinnehmen. Wichtig ist, es ist keine neue Timeline, sondern immer noch die gleiche Timeline. Nur, sie sehen halt einfach anders aus. Und ja, in der Zeit gab es auch Änderungen im Produktionsprozess. Unter anderem wird im Produktionskontext beschrieben, dass es ab Staffel 8 Veränderungen bei der Animation Vendorvergabe gab, nachdem es vorher Probleme gab. Heißt, nicht nur die Designs waren neu, der ganze visuelle Feinschliff ging in eine modernere Richtung. Ich muss auch hier wirklich anmerken, man merkt einen super krassen Qualitäts-Upgrade von Staffel 7 zu Staffel 8, rein visuell. Aber naja, wie sehen das jetzt nun die Fans? Die Community ist bis heute ziemlich gespalten. Die Pro-Seite sagt oft, dass sie moderner aussehen, endlich sind sie stärker unterscheidbar oder man gewöhnt sich dran und manche Details sind auch echt cool. Die Kontra-Seite sagt aber auch oft, dass der Bruch zu hart kam, zu random, der Filmlook passt nicht zur Seriennostalgie und einige Ninja wirken plötzlich ganz anders als vorher. Solche Diskussionen findest du bis heute immer wieder von Reddit bis Fandom-Foren. Oder noch primitiver, es gibt nur OG ist viel besser, das Neue ist voll scheiße. Das sind die TikTok-Kommentare. Und objektiv kann man definitiv sagen, ja, die Lesbarkeit und die Unterschiedbarkeit ist definitiv bei Haare und Gesichter besser und leichter zu erkennen. Und es ist einsteigerfreundlich, wenn man nur den Film damals gesehen hat. Negativ ist aber, dass nach 7 Staffeln es einfach sich falsch anfühlt, diese neuen Designs zu bekommen. Es ist halt einfach ein Nostalgieverlust. Wenn du mit den alten Designs aufgewachsen bist, wirkt das neue Design erstmal fremd. Und du könntest potenziell Fans verlieren. Die Redesigns waren vor allem eine strategische Entscheidung. Die Filmbrücke und die modernere Wiedererkennbarkeit. Ob du es magst, hängt stark davon ab, ob dir Nostalgie und Stilkontinuität wichtig sind oder Detail, Individualität und Einstieg für neue Fans. Welche Änderungen findest du am besten und welche am schlimmsten? Schreib's mir in die Kommentare und man sieht sich bei einem neuen Video wieder.